Ich weiß, dass ein paar hat über die Internet angemeldet und die sind noch nicht da. Aber gut. Naja. Salute. Gut, Justus. Nein, ich bin hier alleine, nicht alleine, mein Hund ist irgendwo. Sie steckt irgendwo hin. Maggie? Ja, Maggie. Willst du dir vorstellen hier? Maggies Vater war hier. Sie war nicht geplant, aber sie ist halb Italienerin, halb Amerikanerin. Sind andere da? Ich glaube, ich würde das anfangen, weil sonst verlieren wir Zeit. Und diese Vorträge, ich habe schon zwei Vorträge hier gegeben, aber die erste war auf Englisch. Eine über Zellgedächtnis und die andere über ja, diese Gordinen und die Gebärmutter, was es denn damals symbolisiert. Aber jetzt der Vortrag ist auf Deutsch und es geht an eine Insel in einer Seminarreise, das ich anbiete seit 7 Jahren. Das ist das 7. Jahr, dass ich das mache. Und die Insel heißt Patmos. Es liegt in dem Mittelmeer, in der Ägäis. Es gehört zu einer Reihe von 12 Inseln. Und Patmos ist sehr besonders. Es ist eine kleine Insel, ziemlich klein. Man kann vom einen Ende zum anderen Ende fahren in einer halben Stunde. Und in der Winterzeit, die haben 1400 Einwohner da. Und eine Einwohnerin hat die Seminar besucht 7 Jahre her und ist stecken geblieben. Weil das Insel ist sehr besonders. Insoweit, dass es ist wirklich eine schöne Insel. Ich kann das nicht vergleichen mit den anderen Inseln, die griechischen Inseln, die ich besucht habe. Jede Ecke strahlt Schönheit aus. So, das heißt, es ist voll mit Herrlichkeit, aber auch mit Heiligkeit. Und der Grund, dass wir fahren dahin jedes Jahr, ist, dass wir bringen ein Buch mit. Und das Buch heißt das Buch des Offenbarung. Und die Offenbarung ist das letzte Buch von der Bibel, von dem Neuen Testament. Und es ist ein Buch, das ist wirklich schwer zu verstehen, aber es ist besser, dass man das erlebt. Viele haben Angst vor der Offenbarung, weil die denken, es ist eine Beschreibung von den Endtage, Endzeit. Ist es nicht. Die Endzeit schon, aber jeder von uns hat eine Endzeit. Das heißt, was die Offenbarung uns anbietet, ist, dass wir werden total befreit vom Karma nach 7 Tagen. Das kann ich nicht besprechen, aber das ist viele haben gesagt, dass wenn die haben das Reise einmal erlebt, eigentlich, ich habe Stammkunden, einer hat das sogar 7 Mal miterlebt. Andere Ende September, das sind 3 oder 4, die sind wieder dabei. Weil die merken, es hat so gut getan, diese Woche da. Erstmals um die Insel noch einmal. Die Insel ist, wie gesagt, es ist sehr klein und es ist sehr interessant. Weil jetzt ist es eine Insel, das ist sehr wichtig für Christentum. Insoweit, dass es gibt eine Höhle da, wo man glaubt, Johannes hat dann über das Jesus Christus Energie die Offenbarung bekommen. Die Höhle ist ein Kraftort. Und dann es gibt auch ein Johanneskloster oben. Okay. Einer ist jetzt gekommen. Ja, wie gesagt, ich muss wirklich gucken. Es gibt viele Kraftorte an dieser Insel, wirklich viel. Und der Grund ist, dass diese Insel war immer wieder besucht. Die Geschichte von dieser Insel ist, dass Selena, der Mondgottin, in die griechische, oder eigentlich die Anatolien Mondgottin, saß auf einem Berg, das heißt Letmos, das ist jetzt in der heutigen Türkei. Und es war eine klare Nacht und ihre Strahlen scheint auf die Meeresboden.
Und dann Artemis, auch eine Anatolier-Gottin, kommt vorbei und sagt, Selena, was ist das da unten auf dem Meeresboden? Sie sagt, es ist ein Stück Land. Und sie sagt, aber das gehört zum Meer. Und dann Artemis hat einen Zwillingsbruder, das ist Apollo. Und so Artemis redet mit Apollo und sagt, Apollo, kannst du bitte diese Insel hochheben von dem Meeresboden? Das ist trockene Land ist da. Und Apollo war hat Gehorsamkeit und hat gesagt, ich muss erst mal mit Papa reden, das ist Zeus. Und Zeus war einverstanden, weil Zeus war die Vater von Artemis und Apollo. Und wenn die kleine Tochter brauchte etwas, Zeus sagte mir ja. Okay? So dann, das ist die Geschichte, dass Patmos lag auf dem Boden, Meeresboden, aber jetzt ist es und die Ding ist, dass diese Insel, wobei jetzt es gehört zum Christentum, es ist wirklich ein Pilgerort für viele Leute. Es ist im Sommer ist es überflutet mit Pilgern von alle verschiedenen Christentum glauben und auch, aber die Tatsache ist, dass nicht so lange her, wo die Johanneskloster ist, und das ist eine von den reichsten Kloster auf der Welt, die sind so reich da. Es gehört zum Konstantinopel, nicht zum Athene. Und die haben so viel Besitz da, es ist unglaublich. Aber da stand ein Artemis-Tempel. Vielleicht für über 1000 Jahre, wenn nicht 1400 Jahre. Man sieht das, wenn man geht da hoch und man hat ein Auge, das trainiert ist. Und meine Augen sind in der Zwischenzeit trainiert. Man sieht, dass die Säulen, die sind vom Artemis-Tempel. Okay? Es gibt viel mehr da von der Artemis-Tempel. Das heißt Recycling. Und auch interessanterweise, wenn man geht zu die Höhle, wo Johannes hat dann die Offenbarung bekommen, man sieht, dass eingemeißelt in die Steine da sind Kanäle, ganz deutlich. In das Vortrag in Englisch über Zellgedächtnis, ich habe die Bilder gezeigt. Und die Kanäle sind da, weil das war einmal ein Kraftort, wahrscheinlich für Sibylle. Sibylle ist auch eine, jetzt kommen mehr Leute. Sibylle ist auch eine Anatolien-Godin und sie hat Platz über die ganze griechische Insel und auch in Anatolien. Und sie war zu Hause in einer Höhle. Und meine Vermutung ist, dass dieser Ort, wo die Leute gehen, jetzt wegen Johannes in die Offenbarung, war einmal eine Höhle für die Gottin Sibylle. Und die Leute bringen dann normalerweise die kommen immer noch. Ich muss wirklich konzentrieren. Und das ist schwierig, weil es war so heiß die letzten paar Tage. Jeder Tag war 35 Grad. Deswegen habe ich meinen Hut. Die bringen Opfergabe an Sibylle. Vielleicht ein Ente oder eine Hasen oder etwas Großes. Und die haben das geschlachtet direkt an die Alte an Sibylle. Und dann, dass die Blut geht dann weg, haben die diese Knelle eingemeißelt in der, dass die Blut das ist egal. Es gibt auch eine wunderbare Helios-Kloster. Und das ist, nein, es ist eine Elias-Kloster, aber es war auch eine Helios, der Sonnengott-Tempel. Und es gibt auch eine Artemis-Tempel da. Wir können das besuchen wir jedes Mal, direkt im Wasser. Und der Hauptstadt von Patmos ist Skala. Das ist, wo die Hafen ist. Es gibt keinen Flughafen. Man muss immer kommen dahin mit einem Ferry. War ein Apollo-Stadt. Okay? Und die Geschichte ist, dass Johannes ist nach Ephesus mit die Jungfrau Maria und wahrscheinlich mit Maria Magdalena nach der Kreuzigung und war zu Hause da. Und als eine Strafe von Domitius, der hat eine Strafe bekommen, dass der bringt 3 Jahre auf Patmos. Und die meisten glauben, dass Patmos war leer. Es war nicht leer. Er waren 32.000 Einwohner auf dieser kleinen Insel. Und das war keine Strafe. Das ist schon ausgemacht, dass Johannes kommt zu dieser Kraftort und bekommt dann die Offenbarung. So, die Insel ist sehr besonders, wegen der Geschichte, das steht hinter der Insel. Man spürt ziemlich viel Frieden, wenn man da ist. Das heißt, die Erde ist voll mit Frieden.
ob das hängt zusammen mit Johannes und die Christusenergie oder ob das hängt zusammen mit der Urweiblichkeit, das zu Hause da war, kann ich nicht sagen. Das ist egal im Endeffekt. Wenn ich dahin gehe, das erste Jahr gehe ich dahin mit einer Gruppe und ich habe gesagt, okay, wir konzentrieren uns auf die Offenbarung und wir gehen zu diesem heiligen Kraftplatz, wo Johannes war, an der Johanneskloster, und dann langsam habe ich gesehen, dass etwas Altes war da. Und es gibt eine Geschichte, und es ist wirklich so, ich kenne das persönlich, dass entweder man geht auf diese Insel und man ist sofort verliebt in die Insel, wirklich verliebt in die Insel. Und es ist schwierig, wenn man verlässt die Insel, weil man will immer wieder dahin gehen. Ich bin einer von denen. Deswegen bitte ich diese Reise an. Und es gibt auch eine Geschichte, dass man hasst diese Insel. Das hängt zusammen mit uns eigentlich. Warum? Zum Beispiel, ich war einmal oben in Hora. Hora ist diese Klosterstadt oben, wo die reichen Leute sind. Und ich war in einem Restaurant. Sorry, Bo, I'm sorry. I wish I could do it in English. Okay. I'm sorry. Another time. Yeah. Thank But you. if you want to see the other talks I gave in English, just send me an email and I can send you a link to them, okay? Okay, yeah. Because I don't have your email. I don't even know how you Mhm. found out about this talk. But it's okay, Bo. On Facebook. I found it on Facebook. Okay. But send me a message on Facebook and I'll send you a link to a couple of talks I gave, okay? Yeah, okay. And I love Stockholm, by Appreciate the way. Okay, ciao. Thank Ich war einmal oben in eine Café, es gibt eine Frauenkloster oben in Horde. Die haben ein wunderbares Ikonenmuseum, Und ich bin befreundet mit der Nonnen da. Und sie gibt uns eine Förderung von der Kirche und von den Ikonen. Sie ist eine nette Frau, sie ist Deutsch eigentlich. Und sie mag das auf Griechisch, auf Deutsch und auf Englisch. Und wir waren da zu spät an einem Tag. Und sie war dabei, die ganzen Kloster zum Schließen. Und sie sagte, oh Paul, bitte, kommen Sie rein, kommt rein mit der Gruppe. Weil ich kenne sie seit 7 Jahren. Und dann sie wollte die Tür hinter uns schließen. Und dann kamen 2 griechische Damen hinter uns. Und dann, die konnten auch Deutsch, weil eine wohnt in Deutschland. Und die haben die Förderung miterlebt. Und dann, die sind weg. Okay, und dann hat die Nonne zu uns gesagt, okay, jetzt Paul, jetzt darfst du jetzt auch die Ikonen anschauen. Wunderbar. Danach waren wir in die gleiche Café oder Restaurant, wo diese 2 Frauen waren. Und ich habe gesagt, einfach, das war ein bisschen provokativ, aber ich bin provokativ ab und zu. Ich habe gesagt, schade, dass ihr seid nicht geblieben, weil wir haben die Ikonenmuseum erlebt. Und die Hauptnonnen wollten nicht, dass diese Frau das macht. Und die haben gesagt, wir hassen diese Insel. Wir können nicht erwarten, dass wir gehen weg mit der nächsten Fähre von dieser Insel weg. Ich sage, warum? Sie sagen, warum? Sie sagen, ich wohne in Dortmund oder sowas, aber normalerweise komme ich aus der Peloponnese. Und von der Peloponnese, man kann in 2-3 Stunden Athen erreichen. Ich sage, ja, aber das ist eine Insel. Und sie sagt, nicht nur das, sie hat eine Tüte voll mit Weintrauben. Und sie hat gesagt, ich habe gerade 1 Kilo Weintrauben gekauft unten in Horde und es kostet 51 Euro. Auf der Peloponnese kostet 50 Cent. Ich sage, oh, okay, verstehe gut. Und das ist, was ich meine jetzt gerade. Patmos ist für viele Leute sehr anstrengend. Nicht wegen der Offenbarung, sondern dass es bittet uns eine tiefe Reinigung an. Es befreit uns ziemlich viel. Und dann macht das mit dieser Herrlichkeit. Das ist was wirklich interessant ist. Du bringst eine Woche auf diese Insel mit dieser wunderbaren Insel. Du willst nicht die Augen für eine Sekunde schließen, weil es so schön ist. Wirklich, wirklich. Und ich sage das nach 7 Jahren. Und dann dazu, die Insel ist voll mit diesem Frieden. Es strahlt Frieden von tief in die Erde aus, okay? Und die Frieden für viele Leute ist einfach zu viel. Deswegen entweder, wenn man dahin geht, man ist verliebt in die Insel und man sagt, wann ist die nächste Fähre?
nach Kos oder nach Athens oder nach Samos. Das macht Patmos wirklich besonders. So, was wir machen ist, was besonders ist über die Offenbarung. Und viele sagen, dass Johannes hat nicht die Offenbarung geschrieben. Daskos hat gesagt, ja, der hat das geschrieben, die gleiche Kugelschreiber. Und der Grund, dass die Akademiker sagen, dass Johannes hat das nicht geschrieben, ist, dass in die Johannesevangelium die Griechisch ist wunderbar. Es ist wirklich wunderbare Griechisch. In die Offenbarung ist es nicht wunderbare Griechisch, es ist ziemlich chaotisch Griechisch, okay? Jetzt die zwei Dinge, wir müssen nicht vergessen. Erstmal, es gibt die Idee, dass Johannes hat das nicht aufgeschrieben. Es gab ein Schreib, der heißt Prokolas, und Johannes hat das gesagt, was der gesehen hat, und hat dann das an Prokolas gegeben. Prokolas hat das, es kann sein, dass Griechisch war, Prokolas ist nicht seine Muttersprache. Aber der Ding ist, ein Beweis, dass Johannes hat das geschrieben, ist erstmal, Johannes war sehr wichtig für Jesus Christus. Okay? Insoweit, dass Johannes war sehr jung, 16 Jahre alt, als Jesus Christus hat angefangen und ist mit Jesus Christus geblieben, bis er so ungefähr 19 Jahre alt ist. Und deswegen die Johannes-Evangelium ist ausnahmsweise wirklich anders als alle die anderen drei. Und die Johannes-Evangelium ist total aufgebaut von der Nummer 7, das kennen wir, oder? An die 7. Stunde, 7. Tag, Jesus macht ein Wunderheilung, immer. Und für Johannes in der Johannes-Evangelium, die 7 bedeutet, dass man kommt in eine neue Bewusstheit. Ja? Wir kennen die Geschichte von dem Buch Moses, dass Gott hat der Welt erschaffen in 7 Tagen. Und es ist die gleiche Geschichte. Und was macht die Offenbarung besonders, ist die Offenbarung ist aufgebaut von 7 mal 7. Okay? So, es fängt an mit die 7 Briefe an die 7 Gemeinden, die sind heute in der Türkei. Und die Briefe, und dann das geht dann die nächsten Tage in die 7 Posaunen, die Erzengel bläsen die Posaunen mit Energie, und es geht dann 7 Giftschale und so weiter und weiter. Und es läuft dann über diese 7 Tage, das wir bringen auf die Insel. Und was wir erleben jeden Tag ist ein Kapitel von der Offenbarung. So, der erste Tag geht an die 7 Briefe, Sendenbriefe an die 7 Gemeinden. Und wir erleben das in uns, genau mit dem Johannes-Evangelium. In der Johannes-Evangelium, Jesus beschreibt 2 Landschaften. Eine Landschaft ist in das Heiligen Land, Sie Genezareth, Jerusalem, alles. Und die andere Landschaft ist in uns. Die 7 Chakren ist auch eine Landschaft. Und wie wir haben gelernt von Johannes, dass wir sollen die Johannes-Evangelium lesen als eine innere Reise über die inneren Landschaft. Jetzt ist noch eine da, okay? Und wenn wir glauben an Johannes in die Johannes-Evangelium und wir glauben, dass Johannes hat die Offenbarung bekommen, dann die Angebot da ist, wir lesen die Offenbarung in uns. Okay, das heißt, es ist nicht die Endzeit. Vielleicht ist es die Endzeit für uns, dass wir werden total befreit von Karma. Hoffentlich. Aber trotzdem, wir wissen, dass in India, oder Daskos hat auch gesagt, jeder Mensch ist aufgebaut von 7 Hauptchakren. Und Daskos hat gesagt, an einem Tag, der hat gesagt zu mir, Paul, ich habe etwas gelernt heute Nacht. Ich habe gelernt, es ist nicht nur, dass das alles entsteht auf 7 Ebenen, sondern jede Ebene ist verteilt durch noch 7 Ebenen. Das heißt 7 mal 7. Okay, Daskos hat gesagt, wenn man ist fertig mit ein Leben, man geht zu einer Ebene, wo man wirklich zu Hause ist. Und das ist eine von 49 Ebenen. Okay, 49, 7 mal 7. Und dann das macht es noch mehr besonders, dass die Offenbarung ist genau aufgebaut von 7 mal 7. Okay, so die Offenbarung ist full. Hello, Peter. Die Offenbarung ist sehr lebendig, okay, sehr lebendig. Es geht an, es ist, wie gesagt, es ist nichts zum Verstehen. Langsam, ich verstehe das besser, aber trotzdem ist es so chaotisch.
die Offenbarung, weil man erlebt Erdbeben ohne Ende, die Sterne fallen vom Himmel in den Meeresboden und alles. Aber was passiert dann was passiert über die ersten 6 Tage, ist, wir müssen uns erleben als eine neue Erde. Okay? Das ist ein Gesetz von Jesus Christus. Man kann nicht neuer Wein in ein älterer Weinschlauch tun. Es wird platzen und man hat keinen Weinschlauch mehr und man hat keinen Wein mehr. Das heißt, man braucht einen neuen Weinschlauch für die neue Wein. Das ist die gleiche Gesetz, das wir erleben in der Offenbarung, dass wir brauchen eine neue Erde. Und das ist unsere Aufgabe, okay? Und über die ersten 6 Tage oder die ersten 6 Capitals von der Offenbarung sind wir vollkommen transformiert in eine neue Erde. Das heißt, an den letzten Tag von der Offenbarung, die letzte Kapitel von der ganzen Bibel, dann kommt dann ein himmlischer Staat von oben nach unten. Okay? Und die himmlische Stadt ist massiv. Und es ist beschreibt in der Offenbarung, dass es ist leer. Es gibt keine Kirche da, Gott sei Dank, nicht gegen die Kirche. Es gibt keine Kirche da, es gibt keine Moschee, keine Synagoge, es gibt keinen Tempel da. Das heißt, es ist eins. Okay? Und wir erleben dann eine Hochzeit zwischen der neuen Erde und der himmlischen Stadt an den letzten Tag. Jetzt, was erleben wir jetzt gerade in Deutschland? In Deutschland ist sehr besonders jetzt gerade, sehr besonders, wenn man vergleicht das mit anderen Ländern. Aber trotzdem, wir erleben ziemlich viel Unruhe in der ganzen Welt, ein großer Umbruch. Man nennt das ein Paradigmenwechsel. Auf Englisch ist es besser auf Deutsch als auf Englisch. Und auf Englisch wir nennen es ein Paradigm Shift. It's when I take my cup and I shift it here. Und wir erleben viel mehr als ein Shift. Wir erleben einen vollkommenen Wechsel jetzt gerade, seit einer Weile eigentlich. Und viele sagen mir, Paul, ist es die Offenbarung, dass wir erleben? Ich sage, nein, das ist nicht die Offenbarung. Es gibt viel Ähnlichkeit, aber das ist nicht die Offenbarung. Im Gegenteil. Und man redet über Gegenkräfte, okay? Und man sagt, okay, es gibt Gegenkräfte eingebaut in der Militär, es gibt Gegenkräfte eingebaut in Politik, es gibt Gegenkräfte eingebaut in der Pharmaindustrie, es gibt Gegenkräfte eingebaut in alles. Und was wir merken langsam ist, dass diese Gegenkräfte sind unglaublich aggressiv. Persönlich, ich nenne die nicht Gegenkräfte, weil die gehören dazu. Okay? Die sind nicht Gegenkräfte, die sind sehr, sehr wichtig. Ich habe es gelernt von der Offenbarung auf Patmos, dass es gibt im Endeffekt kein Gegenkraft. Es ist alles eins. Okay? Und der Grund, dass die Gegenkräfte sind unglaublich aggressiv jetzt in Pfizer, in Lauterbach, in andere, ist, dass die merken, dass wir kommen in einen neuen Zeitraum. Okay? Das glaube ich sehr stark. Dass diese 2000 Jahre von Patriarchie und die massive Unterdrückung von der Weiblichkeit kommt zu meinem Ende. Und der Grund ist, es kommt zu meinem Ende. Du kannst keine Gesellschaft aufbauen auf die Männlichkeit. Und das haben wir gemacht. Okay? Und wir hatten vor Christentum, wir hatten Matriarchie überall. Das ist Sibylle, Artemis, Isis und so weiter. Jetzt haben wir dann seit 1600 Jahren entschieden, genug mit Matriarchie, jetzt brauchen wir Patriarchie. Und über 1600 Jahre, und ich sage das wegen Ephesus, ist egal, wir haben das erlebt und wunderbar. Aber jetzt, es geht nicht mehr, weil alles ist im Endeffekt kaputt. Ne? Alles ist im Endeffekt kaputt, wegen Konflikt und Trennung. Und was wir erleben, zum Beispiel in der Offenbarung, und das ist der Grund, dass die Offenbarung ist eine wunderbare Vorlage für was wir jetzt erleben, ist, dass in die Aufbau von einer neuen Erde die Gegenkräfte sind unglaublich aktiv in der Offenbarung. Ja? Das heißt zum Beispiel an die 3. Tag, ich sage das, weil wir machen das über 7 Tage, an die 3. Tag oder die 4. Tag, die Teufel, der Teufel hat viele Namen in der Offenbarung, Babylon, Bohr und so weiter, ist absolut aggressiv, weil es gibt in der Offenbarung eine Frau, sie ist schwanger,
Und sie steckt in Geburtnoten. Okay? Sie wird bald Geburt geben. Und als die Drachen sieht, dass sie wird bald Geburt geben, er wollte diese Frau einfach ausfressen. Okay, aber es hat nicht geklappt. Das heißt, dass ein Bub ist geboren und der Bub rennt zum Gott. Der Drachen geht nach dieser Frau und Gott schenkt dieser Frau 2 Flügel, dass sie fliegen kann in die Wüste. Okay? Aber in dem Moment, dass die Drachen ist aktiv und will alles stören, denn in diesem Moment ist Erzengel Michael frei. Das heißt, Erzengel Michael kämpft gegen die Drachen und die beiden haben Engel oder Soldaten und es ist ein großer Krieg gegen diese 2 Kräfte. Aber wie wir wissen, Michael wird nie verlieren. So alles ist gut. Und das ist, was ich meine. Die Gegenkräfte, man sieht das in der Offenbarung, dass die Gegenkräfte, die geben nicht auf. Die geben nicht auf, bis die neue Erde entsteht und die himmlische Stadt kommt nach unten. Versteht ihr das? Und das heißt, die Gegenkräfte, die werden nicht aufgeben, weil die wollen keine neue Bewusstheit oder neue Gesellschaft aufbauen. Okay. So, das ist, was wir machen. Und wie wir machen das genau, einfach, dass ihr das weißt, ist, wir kommen zusammen nach Frühstück. Wir bleiben immer in die gleiche Hotel seit über 7 Jahren. Das heißt 9 Muses. Es ist ein absolut Paradies, ein Oasis. Es gibt 13 Zimmer. Die sind alle groß. Jeder hat eine Terrasse mit einem Meeresblick. Und wir sind da geschützt. Ich habe die ganzen Hotel reserviert für uns. Und es gibt noch 3 Zimmer frei. Kein Druck. Aber es ist einfach so, es ist ein bisschen weiter weg von der Stadt und wir kommen zusammen am Morgen und ich erkläre ein bisschen über was steht vor uns in der Tag, die sieben Ergebnisse oder die 7 Reihe, das steht da. Und dann entweder wir machen da eine Meditation, wo wir das vorlesen. Ja? Und ich lese das vor auf Deutsch und teilweise auf Englisch, aber jetzt ist es nur Deutsch. Und das alleine ist sehr kräftig. Ab und zu an einem Tag, wir laufen zu einer Kirche, wo die sagen, Johannes hat die Leute da getauft. Das ist auch ein Kraftort. Und wir laufen ziemlich viel eigentlich. Wir laufen auch nach oben zum Kloster und auch zum die Höhle. Und dann unterwegs machen wir auch eine Meditation und so weiter und weiter. Und dann, man bekommt ein Arbeitsbuch. Das ist ein Aufbau über 7 Jahre. Wo man dann erlebt, die Behandlungen von diesem Tag ist eine Behandlung, entweder unterwegs oder im Hotel auf einer Sonnenliege. Und das ist sehr besonders. Das heißt, man findet ein andere Teilnehmer, wo man die Vertrauen hat in die andere Teilnehmer. Und dann ihr bleibt dann zusammen als ein Paar und erlebt etwas wirklich Besonderes, wirklich Besonderes. Ja, so das ist wie gesagt, was ich denke jetzt gerade. Ich habe gerade jetzt eine Frau in Andex gehabt. Sie ist auch dabei und sie hat eine starke Verbindung mit Patmos. Sie und ihr Mann hat das schon 4-mal erlebt und die sind schon angemeldet für September wieder. Und sie war in Andex für 7 Behandlungen in 7 Tagen. 7 Behandlungen in 7 Tagen war ich erstmal absolut dagegen. Aber jetzt denke ich, warum? Ich bin so müde von meinem Dogmatismus. Ich sage, wenn einer sagt, okay, 7 Behandlungen in 7 Tagen oder 14 Behandlungen in 14 Tagen, und wenn ich Zeit habe, dann mache ich das. Auf jeden Fall, in diese 7 Behandlungen, die Gegenkräfte waren auch in der Behandlungszimmer. Ich habe es deutlich gespürt. Weil sie hat einen Auftrag in Patmos, so das ist nicht zu erklären. Und dann habe ich gesehen, der Insel, während einer Behandlung, habe ich gesehen, dass tief in die Erde von der Insel, und das hängt zusammen mit dieser griechischen Mythologie, dass die Insel lag erstmal auf der Meeresboden, tief in die Insel sind Wurzeln. Und die Wurzeln, die wachsen nach oben. Und die wachsen direkt unter die Kloster, weil die Kloster ist ein Kraftplatz. Und die wachsen und wachsen und wachsen und bald kommt dann das durch der Kloster und dann
ist ausgebreitet als eine Seerose, ein Lotus. Und es ist nicht nur eine Seerose oder Lotusblumen, sondern es ist auch ein Lichtturm. Und das ist genau das. Patmos spielt eine Rolle in die Paradigmenwechsel, weil wenn Patmos ist transformiert in eine Seerose oder Lichtturm, ein Lighthouse, denn eine massive Energie vom Frieden geht dann von Patmos über die ganze Welt. Das war ganz klar der Botschaft. Und deswegen habe ich gedacht, okay, wir machen das jetzt das 7. Mal jetzt. Und wir machen, wie gesagt, die Offenbarung ist aufgebaut von 7 mal 7, 49. Und wir machen das 7 Mal. Und ich glaube, die Zeit ist reif, dass Patmos wird befreit. Patmos, wobei es dieser Frieden strahlt von der Erde nach oben, ganz spürbar. Trotzdem, wie jeder Ort, es hat auch eine dunkle Energie. Und die dunkle Energie herrscht über Patmos seit einer Weile, wobei der Frieden ist immer noch da. Okay, und das ist dann, weil es ist nicht ein Ausgleich mehr zwischen der Weiblichkeit und Männlichkeit. Und Patmos braucht dringend einen Ausgleich zwischen der Weiblichkeit und Männlichkeit. Okay, es hat das mit Artemis und Sibylla und dann mit Johannes und mit der Christusenergie. Und was ich glaube jetzt gerade, und das ist keine Werbung, doch es ist eine Werbung, aber ihr müsst das nicht machen, ist, ich glaube jetzt, dieses Mal wird diese Reise total anders. Und ich sage warum. Ich bin selber absolut konfrontiert mit mir über meine Erkenntnistheorie. Okay? Erkenntnistheorie heißt auf Englisch Epistemology. Und Erkenntnistheorie ist die Art und Weise, wie wir alles einordnen, wie wir alles verstehen, wie wir alles anschauen. Und was ich denke jetzt gerade, zum Beispiel, sagen wir, dass das ist das Buch Offenbarung. Das ist ein Teller, aber das ist egal. So, hier ist das Buch die Offenbarung, geschrieben mit der Hilfe von Johannes und Prokolas. Und es ist ein Text. Und ich bin der Leser. Ich lese das, okay? Und da gibt es eine Dualität. Ich bin der Leser und hier ist das Text. Und da ist Abstand zwischen uns, okay? Und das ist so zum Sagen, dass ich bin das Subjekt. Ich bin das Subjektiv. Und das ist die Objekt. Und was ich glaube jetzt, ist, dass wegen unserer Erkenntnistheorie, wir hatten seit langem diese Dualität zwischen etwas hier und etwas hier. Und ich glaube, die Zeit von das ist vorbei. Das heißt, normalerweise, ich gebe zu, seit 6 Jahren, dass ich bringe Leute auf Patmos, wir machen das. Wir lesen den Text vor, wir erleben den Text auch als eine Behandlungsform und trotzdem, es war nicht in uns. Es ist eingeladen, dass es kommt in uns und es hat geklappt teilweise. Aber was ich glaube, viel mehr jetzt gerade ist, dass langsam, der ist kein Unterschied zwischen einem Text und der Leser. Das heißt, der ist kein Unterschied zwischen der Offenbarung und ich jetzt gerade. Versteht ihr das? Das heißt, es wird viel mehr lebhaft dieses Mal, weil es geht das normalerweise, man sagt, dass seit einer Weile erleben wir, sagen wir, nur die erste, zweite, dritte Ebene und vielleicht die 4. Ebene. Und jetzt plötzlich diese Ebene, das steht über alles, was hier entstand, die 5. und die 6. und die 7. Ebene, wo die Ohrbilder sind und die Ohrkräfte sind, die kommen jetzt in uns jetzt gerade. Es ist so besonders, was passiert jetzt gerade. Das heißt, da ist keine Trennung mehr zwischen die 4. und die 5., auch die 6. Ebene. Und das meine ich jetzt gerade, wenn man sagt, okay, ich gehe mit voll Vertrauen, aber ich meine, du kannst alleine nach Patmos fahren. Ich kann euch unglaublich viele Tipps geben, wo man sollte darüber nachdenken und so weiter. Die Insel ist nicht einfach zum Erreichen, Gott sei Dank. Es hat keinen Flughafen und die Patmians sind besonders Leute, weil die sind froh, dass wir da sind für diese 3 Monate Fenster, aber die sind so froh, dass wir gehen weg im September. Du gehst da zum Schiff und es ist immer noch 30 Grad und die sagen auf Griechisch, Kalohimonos, habt einen schönen Winter. Weil die sind so froh, dass die haben die Insel wieder
alleine. Aber trotzdem, was ich meine jetzt gerade in Bezug zu dieses Jahr, Ende September 2022, ist der Unterschied zwischen uns und der Offenbarung ist nicht mehr da. Versteht ihr das? Ich habe das gelesen, ich habe das gelernt dieses Sommer, als ich habe 2 Tagesseminar gegeben in Andex, eine über die 7 Ich bin Wörter in die Johannes-Evangelium. Okay? Und die zweite war über die 7 Wunder, Zeichen, das man findet in der Offenbarung, in die Johannes-Evangelium. Und ich habe ich kenne die auswendig wegen anderer Sachen. Und ich habe gesehen, dass alle die 7 Ich Bin-Wörter und die sieben Wunder, die haben eine vollkommene Verbindung mit den Ohrbildern. Und die bringen eine Kraft, in uns auf die 6. Ebene in uns. Und wie gesagt, wenn man glaubt an Johannes, und wenn man glaubt, Johannes hat die Offenbarung auch geschrieben, das ist der Grund, dass ich glaube, dieses September ist total anders als die anderen 6 Jahre vorher. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Ja, wenn man will da hinfliegen von Deutschland oder Österreich oder der Schweiz, man kann wieder über Kos fliegen. Es gibt viele Flüge nach Kos. Und dann man erreicht ein Ferry. Der Ferry fährt über 3 Stunden zum der Insel. Oder Samos, eine kleinere Insel. Und dann der Ferryfahrt ist nur 1 Stunde. Aber es gibt nicht so viele Flüge nach Samos. Und es gibt ein paar Leute dieses Jahr, die kommen eine Woche davor. Und die bleiben eine Woche schon vor der Seminar anfängt. Das ist dann diese Frau und ihr Ehemann. Und es gibt Leute, die bleiben ein paar Tage danach. Und ich verstehe das, ich auch, ja. So, das ist ein Überblick über das Insel Patmos. Und ein Überblick über das Buch des Offenbarung. Die Apokalypse. Okay. Und auch jetzt gerade im Jahre 2022, ich muss sagen, wir sind schon ein Stückweise durch diese Paradigmenwechsel, ziemlich weit eigentlich im Endeffekt. Und wenn man braucht Hilfe selber, dass man kann schneller dahin gehen, dann es gibt nichts besser als die Offenbarung. Man kann das zu Hause lesen, natürlich. Ja? Man kann das zu Hause lesen. Und viele Leute hätten gesagt, Paul, kannst du bitte eine Woche Seminar anbieten in Andex über die Offenbarung? Und ich sage, nein, die Insel und die Offenbarung sind untrennbar. Die sind untrennbar. Untrennbar. Man kann das, von meiner Seite, ich muss sagen, man muss das auf der Insel leben. Vielleicht bin ich immer noch zu dogmatisch. Ja. So, ich glaube, das ist alles, was ich wollte sagen über die Insel in die Woche. Habt ihr denn Fragen oder wolltet ihr etwas wissen über die Insel oder über die Offenbarung? Ist der Lautsprecher an? Habt ihr einmal die Offenbarung gelesen? Noch nicht. Nein. Das ist gut, dann seid ihr Jungfraus und dann könnt ihr das besser erleben. Das ist das Problem, wenn man hat eine Vorstellung, was das bedeutet. Ich habe das erste Jahr, dass ich habe das angeboten, diese Reise, ich habe viele Bücher gekauft über die Offenbarung und ich habe gesehen, dass das hat mir total blockiert. Weil es von meiner Seite, ich muss sagen, es gibt keine Buch, das beschreibt die Offenbarung. Die haben alle, ja, was soll ich sagen? Ich will keine die Leute nicht beurteilen, aber man geht zu tief in den Symbolismus oder sowas. Ja. Carl. Ja, meine Frage hast du schon beantwortet, dass es nicht geht, in Andex das zu machen. Ach so. Und ich hatte sogar einen Mensch, der war auf die Insel, und der hat die Reise gemacht. Aber bevor der die Reise gemacht hat, der wollte dann über 7 Tage diese 7 Behandlungen bekommen. Von der Offenbarung. Und ich habe gesagt, ja.
Und das war schon gut, aber es war nicht so intensiv, als wenn man erlebt diese Behandlungen auf der Insel. Ja. Ja. Paul, ich habe eine Frage. An die Wenn man die Offenbarung an Patmos? jetzt zur Offenbarung. Okay, gut. Also wenn man jetzt die Offenbarung liest, wenn du sagst, diese Texte, die du vorher gelesen hast, die orientieren sich zu stark an der Offenbarung. Wenn man es jetzt liest für sich, in welcher inneren Haltung sollte man denn dann die Offenbarung lesen? Gute Frage. Kann ich nicht antworten. Weil meine zwei Kinder, unsere zwei Kinder, die sind jetzt in Los Angeles. Und als die Kleine waren, die lieben Patmos. Meine zwei Kinder waren oft mit mir auf Patmos. Und unsere Tochter Jana ist jetzt 22 Jahre alt. Und sie wohnt in LA seit langem. Und sie war auf die Reise. Und an einem Tag, wir machen eine Schiffreise um diese wunderbare Nachbarninsel. Und sie war dabei. Und dann hatten wir eine Pause gemacht auf einer Insel und einen Kaffee getrunken. Und ich hatte dann die Behandlungsform dabei. Und Jana, unsere Tochter, hat gesagt, Papa, darf ich das lesen? Und ich sage, ja, natürlich, Jana, hier liest das. Und dann sie sagt, Papa, ich muss mit dir reden. Ich dachte, du bist ein Heiler. Das ist gruselig, was hier passiert. Dass ein Drittel von der Wahl dass der Meeres wird voll mit Blut und so weiter. Ein Drittel von der Meeresfrucht sterben. So, das heißt, Maria, man kann das nicht wirklich, man muss das lesen und sieht, was man bekommt von das. Ja. Ja. Man muss das lesen, das habe ich gerade nicht verstanden, das letzte Wort. Akustisch. Du musst einfach sehen, was du bekommst von der Offenbarung. Ja. Ich bin ausgebildet in wie man liest der Bibel. Das ist von kostenlos und von meiner Arbeit mit dem Thomas Evangelium, Philippus Evangelium, Maria Magdalena Evangelium und Johannes Evangelium und so weiter. Und ehrlich gesagt, mit der Offenbarung, das war für mich total fremd. Weil es ist so lebhaft. Aber dann habe ich gesehen, man kann das trotzdem energetisch erleben. Und als ich jeden Tag die Meditations vorlese, dann bin ich ein Flussbett für diese Energie. Ja, ein absolutes Flussbett von der Energie. Es fließt über mich und viele Leute sagen, ich brauche heute keine Behandlung, weil ich habe gerade eine Behandlung bekommen. Ja. Ja. Ja, das verstehe ich, weil ich kann mich noch erinnern, dass du mal, also du hast mal irgendwann bei der Ausbildung oder so auch eine bestimmte Meditation auf eine bestimmte Art und Weise gelesen. Da war das irgendwie auch ganz stark. Also es war irgendwie nochmal ganz anders. So, Ja, und ich weiß, was du meinst damit. Okay, gut, ja. danke. Ja. Ist das denn, sag mal so, die Behandlungen, sind die denn ähnlich aufgebaut wie das, was wir bisher gemacht haben? Oder ist das was ganz anderes? Es ist total anders. Ja. Total anders. Total anders. Total anders. Ist gerade das Carlos auch da? Auf der Insel? Nein, bei dir. Das Klos ist immer bei mir. Ich habe das Gefühl, der ist irgendwie da. Das Klos ist immer bei mir. Johannes auch. Aber die gehen auch, die sind auch dabei in dieser Woche. Ja. Nein, es ist so besonders, was passiert jetzt gerade. Ich habe ich bitte jetzt an im September neulich eine neue Seminar, total neues Seminar, wie man heilt mit der Urweiblichkeit, mit der Heiligen Geisten. Weil was ich merke jetzt ist, dass die Heiligen Geisten, ich sage das wegen dem Philippus-Evangelium, in der Philippus-Evangelium, Jesus Christus sagt, dass er hat eine Mutter im Himmel und auch einen Vater. Und seine Mutter ist unsere Mutter, das ist die Heiligen Geistin. Okay? Und wer antwortet die Gegenkräfte jetzt gerade? Eine andere Frage, wenn die Kinder erleben so viel Impfschaden, nicht wegen Covid, wegen diesem Impfprogramm, wer antwortet dann? Und es ist die urmütterliche Energie. Natürlich, sie ist zuständig für den Körper. Sie ist zuständig für die Drüsen, für die Lymphen, für die Organe. Und sie ist da jetzt für uns. Die urmütterliche Energie ist wieder da. Und es ist wunderbar.
Und sie fließt auch dort mit, ja, Gott sei Dank, ich weiß nicht warum, aber vielleicht, weil ich kein Flussbett bin für 25 Jahre und ich will nichts mehr kontrollieren. Michael, du siehst aus wie ein Priester mit einer evangelischen Priester da, mit einem schwarzen, diese weiße Ding da. Ja, ich übe. Was hast du gemacht in Dänemark? Viel schwimmen. Ja, ich auch. Jeden Tag war ich schwimmen in Starnberger See, jeden Tag, 2-mal pro Tag. Aber hier nicht, weil die Italiener sind alle auf dem Strand da. Ja. Nachfragen über entweder Patmos oder die Offenbarung. Nein? Habe ich das so gut gemacht? Das glaube ich nicht. Also du hast irgendwann mal gesagt, dass man die Offenbarung auf verschiedenen Ebenen lesen oder fühlen kann. Ja, ja. Kannst du das nochmal wiederholen? Ich weiß das noch in irgendeinem so ganz kurzen Video hast du das mal gesagt, aber ich weiß den Inhalt nicht mehr genau. Mit die heiligen Schriften vom Buddhismus oder Christentum oder Hinduismus oder Judentum, man kann die lesen. Nein, das waren 3 Ebenen. Einmal also wie wenn man das physisch liest oder wenn man es auf einer anderen Ebene liest oder wenn man es auf einer noch höheren Ebene liest oder fühlt oder. Ich wollte das erklären, Maria. Das hängt zusammen, dass man kann jede Text lesen auf die Stein, Wasser und Wein-Ebenen. Die sind die 3 Ebenen. Okay? Ah ja, genau. Was hast du gesagt? Stein, Wasser und Wein? Ja. Stein ist das, was wirklich passiert hat, denn damals. Wein ist die moralische Nahrung, das wir bekommen von meinem Text. Und Wein ist die höchste Botschaft von der Text. Ja. Und das kann man aber auch auf die anderen, also auch das kann man generell auch auf die Bibel könnte man das übertragen. Unbedingt. Weil es gibt ja zum Beispiel auch ganz viel in der sogenannten esoterischen Szene. So viel Zeit jetzt. Vielleicht hat die andere Fragen. Und ich will nicht das diskutieren. Ich bin hier über die Offenbarung und der Patmos und nicht über, wie man eine Bibel liest. Alles gut. Ja, ja. Barbara, hast du eine Frage wegen der Reise? Du bist angemeldet. Hast du eine Frage? Jetzt konkret nicht. Ich lasse mich einfach überraschen. Ich hatte es einfach irgendwie hingezogen, schon seit längerer Zeit. Und irgendwie passt es jetzt dieses Jahr einfach total gut. Und ja, ich freue mich auch total. Ich freue mich so Und sehr. schaue einfach, was passiert und lasse mich drauf ein. Okay. Okay, alles Gute. Jetzt, ich glaube, wir machen Schluss jetzt gerade. Okay. Und wie gesagt, es gibt 3 Zimmer frei in 9 Muses, immer noch frei. Falls einer will mitmachen, spannend. Okay, bleibt gesund, bleibt in Freude, bleibt in Vertrauen, bleibt in die Offenbarung. Vielen Dank. Bitte, 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 bitte. Ich danke euch. Danke. Danke. Tschüss. Danke. Buonasera. Mach's gut. Ja, tschüss, Erika.